Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Backen. Wir haben heute ein Rezept für dich, was du wahrscheinlich aus deiner Kindheit kennst, und zwar Nussecken. Nussecken sind super gut, wenn man mal keine Lust hat, irgendwie einen aufwendigen Kuchen zu backen oder eine spektakuläre Torte, wenn man Besuch hat, weil Nussecken total gut ankommen. Die schmecken super gut. Es ist ein feiner Mürbeteig mit einer Schicht Aprikosenkonfitüre und obendrauf kommen ganz viele gemahlene Haselnüsse und das macht es einfach unverwechselbar lecker. Genau, und das wird sogar ein ganzes Blech, also man macht richtig viele, und mein Vater wünscht sich die jedes Jahr zum Geburtstag. Jedes Jahr, immer noch? Ja, immer noch. Für den Teig brauchen wir Vanillezucker, 2 Eier, Butter, Backpulver, Zucker und Mehl. Für den Belag nehmen wir Aprikosenkonfitüre, Zucker und Vanillezucker, ganz viele Haselnüsse, Butter und Kuvertüre. Wir fangen jetzt mit dem Mürbeteig an und dafür vermischen wir die Butter mit den Eiern, dem Vanillezucker und dem Zucker und dann wird später das Mehl mit dem Backpulver noch untergehoben. Der Teig kann jetzt auch direkt schon aufs Blech gedrückt werden. Wir haben jetzt hier Backpapier genommen, ihr könnt es natürlich aber auch fetten. Genau, dann wird der hier gleichmäßig einfach drauf gedrückt. So, und wenn der Teig jetzt hier auf dem Blech verteilt ist, dann kommt die Aprikosenkonfitüre einfach oben drauf und wird dann glatt gestrichen. Genau, und ich kümmere mich schon mal um die Butter und die Nüsse, weil die Butter schmilzt sich jetzt hier in meinem Topf mit dem Zucker und hebt dann vorsichtig die Haselnüsse runter. Jetzt kommen noch 4 Esslöffel Wasser hinzu. Ihr könnt natürlich auch Rum nehmen, das gibt einen ganz feinen Geschmack. Aber wenn ihr natürlich mit Kindern backt, dann solltet ihr vielleicht besser drauf verzichten. Können die Haselnüsse dann? Ja. Die Nussmasse kann jetzt auch direkt hier auf den Teig. Und das geht natürlich am besten mit einem Teigspatel. Ja, ich liebe Teigspatel. Das ist die beste Erfindung, wie ich finde. Also du findest diesen Teigspatel übrigens auch auf einfachbacken.de unter Backzubehör. Da haben wir noch viele andere tolle Sachen, also guck einfach mal vorbei. So, und jetzt können die Nussecken in den Ofen. Und zwar bei 180 Grad für 25 Minuten. 25 Minuten ungefähr. Die Nussecken sind jetzt fertig gebacken und wir müssen sie jetzt nur noch in die Dreiecksform bringen. Genau, und dafür schneide ich jetzt 5 Bahnen einmal längs und 3 quer und dann halbieren wir die Quadrate quasi. Aber ihr seid da auch total frei, also wenn ihr sie kleiner oder größer mögt, könnt ihr sie auch natürlich anders schneiden. Die fertigen Dreiecke, die heben wir jetzt hier noch auf die Gitter drauf und lassen die kurz abkühlen, bevor wir dann die Zartbitterkuvertüre schmelzen und die Ecken damit verzieren. In der Zwischenzeit haben wir hier schon mal die Kuvertüre geschmolzen und können jetzt auch schon anfangen, die Nussecken darin einzutauchen. Sehen genau aus wie früher. Das stimmt. Wir müssen uns jetzt natürlich noch ein bisschen gedulden, weil die Kuvertüre muss natürlich noch anziehen. Das genaue Rezept, das verlinken wir euch unter unserem Video und packen die ganzen Zutaten in die Beschreibung. Wir freuen uns, wenn ihr das Rezept nachbackt und ja, lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Falls ihr das Video mögt, dann lasst uns ein Like da und abonniert unseren Kanal. Genau. Und bis ganz bald. Bis bald.